Eine Idee, Sehnsuchtssorte, 10.000 Kilometer und ein Wohnmobil. Willkommen zu Mission Nordkap. Die frei zugänglichen Hundsteinkreise liegen nordöstlich von Skivika nahe Fredrikstad in Norwegen. Das gut erhaltene Gräberfeld umfasst Grabhügel und Steinkreise und liegt nördlich des zugehörigen Parkplatzes versteckt im Wald. Die Hundsteinkreise wurden zufällig entdeckt und später ausgegraben. Sie sind ein bedeutendes archäologisches Zeugnis der Eisenzeit in Skandinavien. Einige der Steine weisen Bearbeitungsspuren auf. Dies deutet auf eine gezielte Gestaltung hin und bietet damit Einblicke in die kulturellen und religiösen Praktiken jener Zeit. Nach der Übernachtung nahe dem Gräberfeld von Gunnarstorp und der Besichtigung der Hundsteinkreise wurde es nun Zeit, die vorzeitlichen Artefakte ruhen zu lassen und sich wieder etwas mehr der Neuzeit anzunähern. In unserem Fall stand der Besuch des Forts Kongsten in Fredrikstad und der Festung Fredriksten in Halden auf dem Reiseplan. Fort Kongsten ist eine historische Festungsanlage und wurde im Jahr 1685 als Teil der Verteidigungsanlagen von Fredrikstad erbaut. Während der Befestigung von Fredrikstad erkannte man die Schwäche der Festung gegenüber der Landseite und speziell einer dort vorhandenen Felsklippe. Um sich gegen Feinde zu schützen, die diesen Schwachpunkt ausnutzen konnten, errichtete man selbst ein Fort auf der Felsklippe, das Fort Kongsten. Erhöhte Plattformen bieten Platz für Kanonen, gewährleisten ein weites Schussfeld und schützen die inneren Bereiche und Gebäude wie das Pulvermagazin, Unterkünfte und den Brunnen. Über Halden auf einem Berg thront unübersehbar die beeindruckende Festung Fredriksten, die als Schutzschild Norwegens in den wiederholten Kriegen zwischen Dänemark, Norwegen und Schweden diente. Die Festung besteht aus mehreren Bastionen, Gräben, Kasematten und Pulvermagazinen, Unterkünften einer Kirche, der Kommandantur, Brauerei und einer Bäckerei. Nach dem Dänisch-Schwedischen Krieg und Gebietsverlusten rückte Halden an die Grenze zu Schweden. So wurde die Festung erforderlich und errichtet, die nahe Grenze zu Schweden zu sichern. Die Festung wurde nach dem dänischen König Frederik benannt und widerstand mehreren Angriffen der Schweden, darunter 3 umfangreiche Belagerungen in den Jahren 1658, 1716 und 1718. Die Festung wurde nie im Sturm erobert. Bei der letzten Belagerung wurde der schwedische König Karl vor der Festung tödlich verwundet, was zum Abbruch der Belagerung und zum Ende des Krieges zwischen Dänemark und Schweden um Norwegen führte. Im Zuge der Napoleonischen Kriege wurde Dänemark im Jahr 1814 gezwungen, Norwegen an Schweden abzutreten. Norwegen wurde daraufhin Teil einer neuen Union mit Schweden. Norwegen blieb aber formal ein eigenes Königreich, auch aufgrund der Festung, die einer schwedischen Belagerung 1814 standhielt und so anstatt einer Unterwerfung durch den Mut der Verteidiger und der Bürger von Halden einen Vertrag mit Schweden erreicht wurde, der Norwegen eine weitgehende Autonomie zusicherte. Norwegen erstellte 1814 in Eidsvoll eine eigene Verfassung, die als eine der liberalsten ihrer Zeit galt. Die Verfassung machte Norwegen zu einem weitgehend autonomen Staat innerhalb der Union mit Schweden. Am 7. Juni 1905 erklärte das norwegische Parlament die Union mit Schweden für beendet.
Nach diplomatischen Verhandlungen und einer Volksabstimmung akzeptierte Schweden die Unabhängigkeit Norwegens friedlich. Dabei wurde vereinbart, die Festung abzurüsten. Die Festung bietet einen weiten Blick über die Stadt Halden und das umliegende Tal. Festung Fredriksten umfasst mehrere vorgelagerte, kleinere Befestigungsanlagen wie Gildenlöwe und Overberget, die die Hauptfestung ergänzen. Heute ist Festung Fredriksten ein beliebtes Ausflugsziel und wird für Konzerte, Festivals und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Nach diesen Einblicken in die norwegische Geschichte machten wir uns auf den Weg nach Norden, erreichten bald wieder die Europastraße 6, die uns wiederkehrend bis zum Nordkap begleiten wird, und legten auf einem Parkplatz an der E6 eine Pause ein, um die Schönheit des Mjøsa Sees zu betrachten. Die Stabkirche Ringebu ist eine der berühmtesten und am besten erhaltenen Stabkirchen Norwegens. Sie wurde um das Jahr 1220 erbaut. Ihre Bauweise basiert auf einem Gerüst aus senkrecht stehenden Holzpfosten, den Stäben, die auf einem Fundament aus horizontalen Schwellen ruhen. Diese Holzbautechnik gibt der Kirche Stabilität und Langlebigkeit. Unsere weitere Reise ließ uns nun hinter Ringebu, die E6, verlassen, um eine der 18 Landschaftsrouten zu erreichen. Zunächst machten wir eine Wanderung zum Veslefjell, einem Berg mit schöner Weitsicht und Blick in eine karge Landschaft von besonderer Schönheit, und zum Wasserfall Dorafossen. Die Wanderung hatte sich gelohnt, wie in den nächsten Bildern sichtbar wird, aber sie war auch sehr anstrengend. Wir lernten auch, dass Wanderwege, die von Norwegern als moderat bezeichnet werden, uns auch mal an unsere Grenzen führten. Unter anderem warteten wir auch mal eine längere Zeit durch kniehohes Wasser, und die vollgelaufenen Wanderschuhe mit ihrem zusätzlichen Gewicht machten es auch nicht einfacher.
Nach der Wanderung legten wir erstmal eine verdiente Ruhepause auf dem Trabelia Campingplatz ein, der von sehr freundlichen und hilfsbereiten Inhabern geführt wird. Weiter der Straße zum Rondane Nationalpark folgend erreichten wir dann, wie geplant, die Landschaftsroute Rondane. Der Solbergplassen-Aussichtspunkt bietet eine Plattform mit Blick auf die Gipfel des Rondane-Massivs. Landschaftsrouten bieten spektakuläre Natur und haben besondere, gut begehbare Aussichtspunkte mit einzigartigen architektonischen Elementen, die die Besonderheit der Landschaft aufgreifen und widerspiegeln und zum Verweilen und Fotografieren einladen. Die Landschaftsroute Rondane ist eine der 18 offiziellen norwegischen Landschaftsrouten. Sie bietet atemberaubende Ausblicke auf das Rondane-Gebirge, das älteste Nationalparkgebiet Norwegens. Die Strömbo-Runde ist eine Rundwanderung mit 10 bis 12 Kilometer Länge, die am Strömbo-Aussichtspunkt beginnt. Sie eignet sich sowohl für geübte als auch weniger geübte Wanderer. Zunächst folgt die Route dem Flusslauf der Adnelva und ermöglicht den Blick auf das Rondane-Gebirge. Im Rondane Naturpark gibt es die letzten wilden Rennen, die sich auch von dem grünlich-weißen Moos ernähren. Vor allem in der Morgen- oder Abendstunde sind somit Rentierbeobachtungen möglich. Die Route führt durch Almgebiete und Waldstücke, die für die Region typisch sind. Nachdem wir die Rondane Landschaftsroute hinter uns gelassen haben, erreichten wir bald wieder die E6. Nicht weit von der Kreuzung entfernt liegt der Sneheter Aussichtspunkt mit Parkplatz und Übernachtungsmöglichkeit unterhalb des Aussichtspunktes. Sneheter ist norwegisch für Schneehaube und der Aussichtspunkt bietet einen atemberaubenden Blick auf das Bergmassiv von einem besonders gestalteten Gebäude, das auch außerhalb der Saison rege besucht wird. Der nächste Tag führte uns nach Trondheim. Wir parkten auf einem Stellplatz nahe der Stadtmitte und begannen von dort unseren Stadtbesuch. Trondheim, die drittgrößte Stadt Norwegens, hat eine reiche Geschichte, die bis ins Jahr 997 zurückreicht und ist bekannt für seine bunten Häuser am Fluss Nidelva und den Nidarosdomen. Bei über 220 Regentagen im Jahr ist es vermutlich eine gute Idee, seine Häuser bunt zu streichen, um Depressionen vorzubeugen. Festung Christiansen ist die Festung über Trondheim mit dem markanten weißen Turm. Sie wurde im 17. Jahrhundert errichtet.
Festung Kristiansten erlebte allerdings nie eine Schlacht. Bei einer Belagerung von Trondheim im frühen 18. Jahrhundert reichte allein die Existenz der Festung aus, um feindliche Angriffe zu verhindern. Gegründet von König Olaf Tryggvason war Trondheim ursprünglich Nidaros, was so viel wie Mündung des Nidelva bedeutet, ein wichtiger Knotenpunkt in der Wikingerzeit. Der Nidarosdom ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt und stammt aus dem Jahr 1070. Die Kathedrale wurde über dem Grab von Olaf dem Heiligen errichtet, leider besteht in der Kathedrale Fotoverbot. Nach der Übernachtung in der Nähe des Wasserfalls besuchten wir am nächsten Tag die Festung Hegra, das Schloss Steinwegsholm und die Klosterruine von Munkeby. Festung Hegra ist eine historische Festung, die vor allem für ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg bekannt ist. Sie wurde 1908 als Teil der norwegischen Verteidigungsanlagen gegen Schweden errichtet. Ihre Aufgabe war es, die nahen Täler und Straßen von Schweden nach Norwegen im Falle eines schwedischen Angriffs abzuriegeln. Sie wurde jedoch nach der friedlichen Auflösung der Union zwischen Norwegen und Schweden nie in einem Konflikt gegen Schweden eingesetzt. Nach der deutschen Invasion Norwegens während des Zweiten Weltkrieges wurde die Festung von einer kleinen norwegischen Einheit unter dem Kommando von Hans Reidar Holtermann besetzt. Die norwegischen Truppen verteidigten die Festung erbittert 25 Tage lang gegen die Übermacht der deutschen Streitkräfte. Es war eine der längsten Widerstandsaktionen während der deutschen Besetzung Norwegens. Nach schwerem Beschuss und angesichts der aussichtslosen Lage kapitulierten die norwegischen Verteidiger. Holtermann und seine Männer wurden von den deutschen Besatzern inhaftiert, später aber freigelassen. Heute ist die Festung ein Museum und eine Gedenkstätte. Besucher können die restaurierten Bunker, Kanonenstellungen und Unterkünfte besichtigen.
Steinviksholm ist eine Festung auf einer kleinen Insel im Trondheimsfjord. Sie wurde 1525 als Verteidigungsanlage und Residenz errichtet. Steinviksholm war während der letzten Jahre vor der Reformation das Machtzentrum der katholischen Kirche in Norwegen. Erzbischof Engelbrektsson nutzte Steinviksholm als letzte Bastion, bevor er ins Exil in die Niederlande flüchtete. Dabei verschwanden die norwegischen Reichsinsignien, die Erzbischof Engelbrektsson in seinen Besitz gebracht hatte. Das heißt, dass er die Insignien irgendwo in der Nähe der Festung versteckte oder sie in den Trondheimsfjord geworfen hat, um sie vor den Protestanten zu schützen. Das Kloster Munkeby wurde vermutlich im 12. Jahrhundert gegründet. Es war eines der ersten Klöster in Norwegen. Das Kloster liegt nahe dem Fluss Levanger-Elva. Die Region, in der das Kloster entstand, war zu seiner Zeit ein wichtiger Handels- und Verkehrsknotenpunkt. Die Mönche widmeten sich dem Gebet, der Landwirtschaft und der Pflege der Armen und Kranken. Sie spielten eine zentrale Rolle bei der Einführung neuer landwirtschaftlicher Techniken. Auch hier gibt es eine Schatzlegende. Der Schatz der Mönche soll irgendwo in der Nähe der Ruinen vergraben sein. Viele Schatzsucher haben danach gesucht, doch bis heute wurde nichts gefunden. Manche glauben, der Schatz sei durch einen Fluch geschützt. Im Zuge der Reformation im Jahr 1537, als Norwegen protestantisch wurde, wurde das Kloster aufgelöst. Heute sind nur noch Ruinen erhalten. Nach der Übernachtung nahe der Klosterruine von Munkeby ging es zurück auf die E6 und weiter nach Norden. Einen Zwischenstopp legten wir beim Wasserfall Tømmeråsfossen in Grong ein. Unsere letzte Station vor dem Polarkreis war ein Aufenthalt und eine Wanderung im Børgefjell-Nationalpark. Hauptmerkmal des Børgefjell-Nationalparks ist die wilde und ungezähmte Natur. Der Park zeichnet sich durch dramatische Landschaften aus, mit hohen Bergen, weiten Tälern, unberührte Flüssen, Mooren und zahlreiche Seen. Wir wählten den Børgefjell Circle mit einer Länge von 8 Kilometer für unsere Wanderung aus. Der Weg führt uns entlang des Flusses Simskadelva und über interessante Hängebrücken.
Im Gegensatz zu vielen anderen Nationalparks hat Bürgefjell nur sehr wenige Einrichtungen, was seinen abgelegenen und rauen Charakter unterstreicht. Nahe der Wanderparkplätze, die jeweils am Rand des Nationalparks liegen und als Eintrittstor fungieren, gibt es aber auch markierte Wanderwege. Besucher sollten auf wechselnde Wetterbedingungen vorbereitet sein. So erlebten wir Regen, Sonnenschein und Schnee an einem Tag. Auch hier gab es wieder nasse Schuhe. Es folgen einige Eindrücke der weiteren Fahrt. Letztendlich erreichten wir in der Nacht dann den Polarkreis. Am nächsten Morgen erwartete uns Schnee auf den umliegenden Höhen und strahlender Sonnenschein, der uns bei unserem persönlichen Sprung über den Polarkreis begleitete.
Verlinkt sind bei Interesse Vorschläge für Wanderungen, die wir während dieses Teils unserer Reise gemacht haben,